So ihr Lieben, hier sind wir wieder auf dem Trail nach einem Tag Auszeit. Ja, heute Morgen hat mich der Shuttle Driver abgeholt um 7:30. War nicht ganz alleine, war noch jemand dabei, ich war nicht gewusst. Und da waren wir unten und dann wollte ich bezahlen bei ihm und sagte, passt schon. So, hä? Passt schon, sagte er, ist in Ordnung. Sag ich, cool, danke. Mir $10 gespart. Warum auch immer, war ein freundlicher Kerl. Ja, aber früh schön gefrühstückt noch. Ich bin komplett überfressen eigentlich. Aber besser so als andersrum. Der Himmel ist noch bewölkt. Also es hat gestern ganz schön gekracht. Es hat geregnet und ja, gewittert, kann man schon sagen eigentlich. Dementsprechend ist es ein bisschen kühler heute Morgen. Aber auch die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Soll halt so nahe 29 Grad Max geben. Also geht das auch, das passt schon. Ich habe für 4 Tage Fresschen dabei. 4,5 eigentlich fast. Rucksack ist wieder viel zu schwer. Also ich muss mir da nochmal was überlegen. Nochmal das eine oder andere Kilo zu sparen. Bei einem Wasser kommst du halt nicht rum. Aber so vielleicht noch ein bisschen Gier. Die Jacke, Fließjacke, die ist schon verdammt schwer. Da habe ich noch eine lange Unterhose drin. Brauche ich alles nicht jetzt im Sommer. Au. Aber so eine Jacke, wenn es dann doch mal irgendwie abends frischer wird, ist halt auch nicht schlecht. Bin ich zwiegespalten. Naja, nichtsdestotrotz sind wir in ungefähr 75 Meilen in der nächsten Ortschaft. Also ich peile jetzt mal 4-5 Tage an. Das passt. Und dann beginnt schon ein neuer Abschnitt vom AT. Mal sehen, wie lange sich das Pennsylvania hier zieht mit seinen schönen Felsen. Gleich sehen. Und ja, Freunde. Der Juni ist auch fast schon wieder rum. Das ist krass. Echt noch gucken, dass ich bis zum Wochenende hin noch mal 100 Meilen gemacht habe. Dass ich so bei 1400 bin. Das passt dann. Jo. Ziel ist heute nicht ausgesetzt. Wir gehen drauf los. In ungefähr 10 Meilen kommt ein Shelter zum Wasser auffüllen. Es hat geregnet, vielleicht trägt die eine oder andere Quelle wieder ein bisschen was. Lassen uns überraschen. Und solange es so schön angenehm ist, schruppe ich jetzt mal hin. Und jetzt geht es wieder schön bergauf. Bis später. Die Bies am Rad, ich habe dich genau gesehen. Ha! Flups! Schwupps ist sie weg. So, wo sind wir denn hier gelandet? I'm still there. Wo ich hingehöre, ja? Ja. Okay. Alter Mund. Es wäre so einladend, hier jetzt reinzuspringen. Es ist so klares Wasser. Ah, das ist der Wasserspeicher von Hamburg. Habe ich gerade gelesen. No swimming allowed, no dogs, no fishing. Keine Ahnung. Die gönnen einem schon gar keinen Spaß, die Amis. Hä? So ein schöner Schwimmpool hier.
Ich hoffe einfach, dass noch ein paar schöne Weiher und Seen kommen, wo man mal reinspringen könnte. Das wäre geil. Gerade im Sommer ist das immer ganz cool. Oder mal einen Spot an einem Weiher haben, was Zelt aufschlagen kann. Sich schön nach dem Aufstehen direkt mal reinspringen, das wäre geil. Naja, mal sehen, was noch kommt. Wir haben noch ein paar Tage vor uns. Wir haben schon mehr als die Hälfte rum. Krass einfach. Naja. Ich bin nur im Schatten heute, bis jetzt. Das ist prima. Das ist schon wieder so clever und genial, dass ich es einfach filmen muss. Ein Sonderzeichen für eine Quelle. Ja, eine Quelle ist ja zu Englisch eine Spring, ja. Und wie man das noch markieren kann auf dem Weg, das zeige ich euch jetzt. Feier ich. Das ist geil. Spring up there, but ich bin gerade nicht durstig und ich habe noch einen Liter dabei. So geil. Ja, der Weg ergibt sich gerade so hier. Also eine Mischung aus Geröll, normalem Weg und Schotter. Zumal musst du auch noch aufpassen. Wie gesagt, nach dem Regen sind die Red Lizards wieder sehr aktiv. Die kleinen Eidechsen. Musst du wieder aufpassen. Jo. Was haben wir denn jetzt eigentlich uhrzeittechnisch? 10:30. Oh, ach. Gehen wir jetzt noch gemütlich 2 Meilen oder was? Dann machen wir mal ein kleines Päuschen. So gut Höhenmeter gemacht. Strecke auch. Aber die Temperatur ist echt angenehm. Richtig gut. Im Schatten wohl bemerkt. So. Alles klar. Weiter geht's. Gutfried. Den einen Shelter zum Mittag machen habe ich übersprungen. Da hätte ich wieder ewig die Straße runterlaufen müssen und da hatte ich nicht die größten Böcke zu, muss ich sagen. Denn nur 0,5 Meilen weiter auf meinem Weg quasi gibt es hier ein kleines Flüsslein zum Auffüllen von Wasser. Und hier soll aber auch gleichzeitig ein Camp sein, aber wo soll das denn sein? Bei mir ist das wurscht, ich setze mich irgendwo hin, ne? Weil ein bisschen was essen muss ich jetzt schon. Das sieht nicht schlecht aus. Zumindest ein Happen Thunfisch, ein bisschen Trockenfleisch. Ein paar Waffeln. Machen wir hier mal eine halbe Stunde Break. Ja, das soll das Campsite sein hier. Ja, tatsächlich, da ist eine Feuerstelle. Aha, und wo campt man hier? Also für Hängematten ist nicht schlecht, aber für ein Zelt aufbauen hier? Naja. Ja, zumindest eine schöne Baumstämme hier zum Setzen. Und wohlverdientes Mittagessen. Ja, das ist ja auch, was haben wir, 12? Ja, Punktlandung. Punktlandung, 12 Uhr, Mahlzeit, bis später, tschüss. Oh. Puh. Geil. Geiler Aufstieg. Das ging jetzt bestimmt 1,5 Stunden nur bergauf. Geil. So, und damit werden wir belohnt. Damit werden wir belohnt. Es ist wunderschön. Wunderschön. Outstanding. Stunning. Breathtaking. Was weiß ich, was es da noch für dämliche Adjektive auf Englisch gibt. Man kann auch richtig weit sehen heute. Hängt auch überhaupt kein Smog irgendwie in der Luft. Das ist echt geil. Wurde alles runtergeregnet.
gestern. Jetzt hat man eine schöne klare Sicht. Prima. I like. So. Pause machen wir jetzt keine. Ich fühle mich fit. Noch 1 Liter Wasser dabei, der muss jetzt noch reichen. Aber ich glaube, mit großartig Höhen war es das, glaube ich, für heute. Aber sag niemals nie. So. Back in the woods. So. Wo ist es denn? Das weiße Etwas am Baum. Ach klar, oder? Hier bestimmt irgendwo. Muss bestimmt hier kraxeln. Wetten? Wetten, ich darf hier kraxeln? Safe, oder? Wo ist denn hier ein Bläselein? Noch dazu sind die Steine ein bisschen rutschig. Von gestern durch den Regen. Aber es geht noch. Hallo Freunde. Seid mal nicht so sparsam heute mit den White Blazes. Ich hab keinen Bock, mich wieder zu verlaufen. Muss ich nicht schon wieder haben. Oh je. Oh. Oh. Muss doch da lang gehen, oder? Menschenskinder. Da auf dem Stein ist ein White Blaze drauf. So. Hier einmal durch. Mit deinem Tracking Post brauchst du hier fast gar nicht arbeiten. Das Blaze. Weil du auch Angst haben musst, dass wenn du stecken bleibst, du den abbrichst, den Stick. Weil das geht ganz schnell hier. Bei Widerstand hast du nämlich gar keinen. Das geht ziemlich zügig. Oh je. Ne, ich mach aus, das ist dumm. Bis später. So, Freunde der Sonne. Nach ungefähr 20 Meilen. Heute ist es 3:30. Und wir haben den Shelter erreicht, oder einen Shelter erreicht. Den schauen wir uns jetzt einfach mal an, als Option, die Nacht hier zu bleiben. Das Wichtigste ist halt, dass Wasser am Start ist. Aber das muss ich gleich vorher abchecken. Die Eichhörnchen sind da. Puh. Mein Gott, es drückt der Rucksack runter. Das ist echt krass. Wie ich mir dachte, kein Schwein ist da. Oh je. Stöpsel raus. Hier kannst du sogar Dame und Schach spielen hier. Nice. Oh Gott. Also die letzten 2,5 Meilen hierher zu dem Shelter, also da habe ich gemerkt, ich bin endgültig angekommen in Rockyvania. Ich habe jetzt für diese Distanz auf dem Weg hierher 2,5 Stunden gebraucht. 2,5 Stunden. Du kommst da nicht voran. Das geht nicht. Du musst das im Kopf akzeptieren, dass du da durchkriechen musst zum Teil. Und dann flackert mal wieder Bäume im Weg, da musst du wieder außen rumlaufen. Ich meine, ich habe da nichts dagegen, aber das sind halt immer Dinge, die es halt dann spannend und interessant machen. Und du gehst nicht schnell, du gehst nicht bergauf, es ging jetzt nur flach entlang. Aber es war trotzdem ewig anstrengend. Ohne Mist, da ständig ausweichen drauf und keine Ahnung. Und Entschuldigung, das geht so schnell. Du hast dich vertreten, knickst um, was weiß ich. Also, wow. Ich gehe jetzt dann da runter, ich muss dann in die Richtung hier, da sind die blauen Blazes schon aufgepinselt. Ja, wenn ich scoopen kann, also wenn ich es mit dem Becherchen ablöffeln kann irgendwo von einer kleinen Quelle, das wird mir ja schon reichen. Das filter ich und gut ist. Zur Not, wenn das hier nichts ist,
Aber ich habe irgendwie auch keine Lust mehr heute. Dann ist in 5 Meilen nochmal ein Campsite mit Creek, also mit Fluss nebenbei. Und genau, da könnte man theoretisch auch noch hin. Aber ehrlich gesagt, große Lust habe ich nicht mehr. Das sind jetzt 20 Meilen heute. Ich denke, das passt. Ja, und wenn das Fleckchen was ist hier, hier sind sogar Sägen, kannst du sogar ein Holz machen. Hier, ein Säge am Start, Schaufeln, Besen, Pipapo, hier auch immer Besenzeug. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, die Sägen vor allem, da kannst du wenigstens mal ein bisschen Brennholz zusammenschneiden, nicht wie die Idioten hier, einfach hier die Stämme aus dem Wald gezogen und reingeschmissen. Oh, der Rucksack hat ganz schön gedrückt heute, ja. Ich habe immer nur ein Literchen zu trinken dabei gehabt, aber das war ausreichend. Da hinten ist das altbewährte Privy. Oder zu Deutsch Plumpsklo. Was ist hier unten? Ich gucke nur mal so ein bisschen sporadisch rum. Aber bevor ich aufbaue, checke ich die Wasserlage. Das ist ganz klar. So. Wie sieht denn das aus? Da hinten eventuell, ja? Ja, auch zur Not frisst der Teufel fliegen, oder? Mal weg da. Das ist zwar jetzt nicht hundertprozentig gerade, aber für eine Nacht ist das schon machbar, wenn ich nichts Besseres finde. Da bin ich schon verwöhnt, ne? Obwohl es nur eine dämliche Luftmatratze ist, aber das sind die Kleinigkeiten. Wenn du gerade schlafen kannst, kannst du halt besser schlafen und wachst nicht ständig nachts auf, weil die Luftmatratze dein Zelt komplett verrutscht, oder weißt du? Also, wenn man so schlafen kann, das finde ich immer beeindruckend. Ganz spannend und beeindruckend. Oh. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was hier gerade passiert ist. Also ich habe mein Zelt aufgebaut. Ja. Eine Redstone fahren. Ich war danach Wasser gucken, nicht davor. Dann bin ich zum Wasserholen runtergelaufen. Und soll ich sagen, es war sehr grenzwertig. Sehr grenzwertig. Also die Kommentare haben schon was vermuten lassen, dass ja, Wasser wohl sehr kacke ist. Und jetzt kommen die Menschen schon, denen ich mein Zeug geliehen habe zum Wasser. Scoopen, löffeln quasi. Also aus dem Rohr kam nichts mehr raus, aus der Pipe. Unten der Pool war auch schon trocken. Der nächste Pool, der war zu dünn, den habe ich dann unten ein bisschen was rausgegraben und dann war der ein bisschen tiefer. Jetzt kann man da gut sich Wasser holen auf jeden Fall. Aber das war grenzwertig. Hätte ich nichts gefunden, hätte ich ein Problem gehabt. Ja, kein Problem. No problem. Sorry. You're good, man. Just give it back to me. There you go, man. It works. No problem. Hey, GoPro. Triple Croner. Original Triple Croner. 12-Pack. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe dann Wasser geholt. Das hat zwar eine Weile gedauert. Also ich saß unten und wir haben mit meinem kleinen, mit dem hier quasi, ja. Hab dann Becherchen für Becherchen. Das Becherchen war nicht mehr ganz voll, sondern nur so ein ganz kleines bisschen und dann habe ich das reingefüllt in meine Wasserflaschen und habe es dann gefiltert. Also hart erarbeitetes Wasser. Und wenn von dem großen Loch, was ich gebuddelt habe, sich das gesetzt hat, der Dreck, der da aufgewühlt wurde, dann kann man da auch vernünftig scoopen. Also ich glaube, ich habe für die 3 Liter, die ich mit hier oben habe, jetzt bestimmt eine Stunde das Zeug hier reingemacht. Dann war ich wieder hier oben, dann kam auf jeden Fall der 12-Pack dazu. Und dann habe ich gesagt, hier komm, nimm das hier, nimm mein Becherchen, dann tust du dich leichter. Und dann bin ich hoch. Alles voller Menschen. Hier ist ja wohl, sind jetzt die Pfadfinder am Start oder was weiß ich. Der ist hier mit seiner Crew. Ich weiß es nicht, ich zähle 1, 2, 3, 4. Ich drehe mal kurz hier. Da im Wald drin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da oben stehen 7, 8, also es ist eine ganze Menge Leute hier. Also auf einen Schlag, innerhalb von einer Stunde, wo ich jetzt da unten war, ist ja alles passiert. Hätte ich das gewusst, hätte ich es mir vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob ich nicht doch nochmal 6 Meilen weitergelaufen wäre. Aber jetzt steht das Setup schon.
Das Wasser ist geholt und jetzt nochmal aufbrechen. Ja, weiß ich nicht. Die haben vielleicht auch Ferien oder was weiß ich, ja. Und dann machen die sich hier eine schöne Zeit, das ist doch auch nicht schlecht, ja. Aber der mal gerne seine Ruhe hat, der muss halt jetzt mal einen sauren Apfel beißen. Die Jungs haben hier ihren Spaß und ja, ich eine ruhige Nacht, hoffe ich. Ja. Dann chill ich mich jetzt erstmal 10 Minuten, Viertelstunde schön in mein Zeltlein hinein. Dann will ich mir was zu essen machen, den Tag Revue passieren lassen und dann noch schön geschmeidig ins Bettchen gehen. Ja, also entweder melde ich mich später nochmal oder wir sehen uns morgen natürlich wieder in alter Frische. Und dass die Amis immer so schreien müssen, ne? Weißt du, als wären sie nicht alleine, dann schreien die hier rum und keine Ahnung, ja, das ist halt so bei denen. Die schreien rum wie die Bekloppten, das nervt mich so hart. Aber nein, was willst du machen? Es ist halt einfach so. Andere Länder interessiert. Ja, also bis morgen, ciao. Ja, ganz schön hier. Hier hat einer mal kurz ein Feuer gemacht. Ja. Was ist denn? Du Quatschkopf. Ziemlicher Rahmen. Ja, etwas verspätet wünsche ich euch einen guten Morgen um 9:30 Grad momentan. Ich muss sagen, heute ist ein Tag. Also nicht vom Wetter her und auch nicht von der Temperatur her, sondern ich fühle mich einfach scheiße. Ich fühle mich echt nicht so geil heute. Es ist weder, ich habe keine körperlichen Wehwehchen oder so. Mein Gott, der Zeder, aber das ist, ja, und der Rücken halt ein bisschen, aber das ist es nicht. Ich bin irgendwie, wie soll man das beschreiben? Mir ist ein bisschen schlecht. Ich fühle mich schlapp. Und ja, ein bisschen kraftlos, weiß ich nicht heute. Habe ich direkt gemerkt, wo ich losgelaufen bin, wo ich nochmal beim Wasserholen unten war, dass irgendwas faul ist heute. Dass heute die Tagesform eher gegen den Keller geht. Ja, ich dachte, das wird schon. Ich bin dann 2 Meilen gelaufen und dann kam tatsächlich auch schon die erste Trail Magic des Tages heute. Ich hatte natürlich davor komplett mich vollgehauen mit Frühstück und Haferflocken und Riegeln und habe natürlich nicht den größten Hunger. Vielleicht ist es auch das, vielleicht einfach dieser Drecksfraß oder was, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich dann noch bedient bei ihm, habe noch eine Banane gegessen und einen Apfel, es gibt was halbwegs Gesundes halt natürlich. Und ein bisschen Wasser und dann haben wir gequatscht und so und dann 10 Minuten später sind dann auch schon die Boy Scouts gekommen. Die Boy Scouts, also die Jungs mit ihren Eltern oder Elternteilen oder Ausbildern, die da gestern mit mir an dem Shelter waren. Das ist ja wie so Pfadfinder-Ding ist das irgendwie, habe ich mir sagen lassen. Auf jeden Fall kommt das bei denen sehr gut, wenn sie sich bewerben wollen für einen Job oder so. Deswegen machen das sehr viele. Nur als Randnotiz. Ja, genau, die kamen, auf jeden Fall saß ich da mit dem und haben ein bisschen gequatscht und dann kam halt der ganze Haufen von den Boy Scouts und ich bin dann auch aufgebrochen. Habe mich bedankt. Jetzt sitze ich hier in der Stromtrasse, gucke ins Tale und habe jetzt, weiß ich nicht, eine halbe Meile noch bis zu einem Campsite, wo es wieder Wasser gibt, weil Wasser ist heute und die nächsten Tage wirklich sehr, sehr rar und man musste wirklich auch auf Trail Magic ein bisschen hoffen. Ja, aber wird schon irgendwie. Alter, also heute ist echt dumm. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt noch nicht weit gelaufen, vielleicht 6, 7 Meilen oder sowas. Also keine 10 Kilometer, aber irgendwie, ich habe halt so, irgendwie ist heute.
soll ich machen? Soll ich weiterlaufen oder soll ich den Tag mal gut sein lassen für heute? Und am Morgen ein bisschen mehr als 20 machen. Also wenn ich jetzt schon wieder dran denke, heute, an das, was mir bevorsteht noch, das ganze Gesteinszeug, habe ich ihm auch gesagt, ja, wann hört denn das, also dem Trail Angel, der das gemacht hatte, also ich gefragt, wann hört denn das auf, weil ist denn Rockyvania vorbei? Das hat noch nicht mal angefangen, weil ich wie gelesen, bei Meile 1190 geht das hier richtig los und ich meine, habt ihr ja gesehen, also steiniger geht's ja nicht, denk ich. Und dann sagt er, ja, geht das doch richtig los. Sag ich, okay, alles klar, was war das denn hier oder hinter mir, die letzten 20 Meilen, was war das? Da war ein Appetizer. War echt schön. Ach man, nee, geh das gibt's doch gar nicht. Ja gut, er hat gesagt, wie sich das auswirkt. Er sagte, ja, die Steine werden halt größer und so und auch ein bisschen länglicher und keine Ahnung. Er sagte, ja, ist doch aber auch nicht schlecht, weil was mich halt so ermüdet und mich so anstrengend ist halt, sind halt diese ganzen kleinen, runden, eckigen Steinchen da und das, ne, wenn die größer sind, dann kannst du ja von Stein zu Stein immer schon hoppen. Das ist ja ideal dann eigentlich. Ja. Aber ich lasse mich überraschen. Ich chill jetzt hier noch ein paar Minuten. Es wird auch nicht warm, also richtig warm heute, ich glaube 28 Grad. Morgen, glaube ich, gewittert es dann mal wieder. Und dann überlege ich mir irgendwie, was ich heute mache. Ich habe echt null Motivation heute. Ne? Also ich habe mich schon aus dem Schlafsack gepusht heute. Das war alles in Ordnung, wie jeden Tag. Aber wenn man dann merkt beim Laufen schon die ersten 3, 4 Meilen, oh, das wird ein Tag heute. Ist es dann nicht besser, wenn man einfach bleibt, wo man ist? Oder einfach mal wieder ein bisschen... Ich meine, ich hatte jetzt ein Zero erst vor 2 Tagen. Da hast du dich auch entspannen können, also ich weiß es nicht. Ja, überlege ich mir. Werde ich sehen. Also ich gucke jetzt mal, ob ich das finde da. Das ist nämlich Campsite. Naja. Klar. Dann später. Ja, servus. Ich bin wieder da. Gestern war Sendepause. Gestern hatte ich ja überhaupt keine Lust, irgendwas zu filmen. Dann hat es auch um 7 Uhr, halb 8 wieder angefangen zu regnen. Richtig schön Gewitter. Meine ist geil, kühlt ab und so weiter. Dann am nächsten Morgen Luftfeuchtigkeit bei 500%. Also sagen wir 600. Ich bin dann losgelaufen und direkt Anstieg 1200 Fuß, also gleich mal 400 Höhenmeter hochballern. Ich bin komplett durchgelutscht, meine Füße sind komplett nass, ich habe keine Sealskins an, das hier ist komplett durch, die Hose ist wie ein Duschvorhang, ich könnte schon wieder kotzen, ich habe geschwitzt wie ein Stück und hier ist alles nass. Nass, 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 nass. Ich meine, ich kann hier echt kapitulieren, das ist mir wurscht. Also mehr als nass kann ich nicht mehr werden heute. Ist so. Dann soll es gleich irgendwann noch mal ein bisschen anfangen zu regnen, habe ich auch nichts dagegen. Kommt das Salz mal ein bisschen runter und genau, immer ein bisschen durchgewaschen. Perfekt. Ich könnte kotzen, mir geht's gut und ja, bin gespannt, was der Tag heute bringt. Du gehst hier durch wie eine Waschanlage. Links und rechts, alles macht dich einfach komplett nass. Mein klar, bist du dir selber schuld. Ich hab den Regenschutz angezogen, du Affenkopf. Das kotzt mich wieder an. Vor allem ist es halt kein Rasen,
sondern Stein. Aber Schuhe trotzdem nass. Ich will einfach nur noch raus aus diesem Rocky-Stadium, aus diesem Bundesstaat. Und ich ersauf hier. Ja, es ist so dumm. Also, mir kann man es heute aber auch nicht recht machen. Entweder sind es zu viele Steine, es ist zu nass. Die Wege sind unbegehbar. Ey, ohne Mist. Das ist schwer zum Kotzen hier. Macht richtig Spaß. Wenn du wie so ein begossener Pudel durch die Wildnis streifen darfst. Mann, ey. Na, ich hatte morgen gleich mal wieder einen beim erwischt. Da habe ich irgendwie Talent dazu. Berg hochgelaufen. Sehe ich noch seinen Arsch. Hat er mich gesehen, hat er kurz abgezwickt. Ja, fertig war der noch nicht, mit Sicherheit nicht. Und ja, das ist halt mir auch schon passiert. Duschvorhang, Klitsch, Arschbacke links, Arschbacke rechts, Arschbacke links, Arschbacke rechts. Das fühlt sich einfach so eklig an, als hättest du gerade frisch rein uriniert in dein Höschen. So klebt das hinten dran. Also ich stelle mich hier sonst nicht so an, aber das ist echt eklig. Zumal ich mich seit 3 Tagen nicht mehr richtig geduscht habe. Der ganze Mock dran hängt. Auch im Zelt. Die Nacht. So eklig. Überall geklebt auf der Luftmatratze und Schlafsack. Also ich schlafe immer so auf dem Schlafsack und halb im Schlafsack. So ein bisschen halt, weil es halt so warm ist. Und das Ding klebt einfach überall. Das Plastikzeug außen drin, klebt dann einfach wie Schwein. So, und bevor ich mich jetzt noch ein bisschen mehr aufrege über die schönen Umstände, die mich hier heute begrüßt haben, mache ich den Kopf jetzt aus und gehe einfach, weil es nützt sowieso nichts, ich kann es nicht ändern. Von dem her, tschüss. Hauer, hauer, ha. Ja, vor lauter Aufregung und vor lauter schnell rumgelaufen wäre ich mal fast in eine fette Rattlesnake gelaufen. Eine Klapperschlange. Und die war gar nicht mal so klein. Hätte ich in diesem Moment Musik in den Ohrstöpseln gehabt, hätte ich das Rad nicht gehört, dann wäre direkt in die reingetreten. Safe. Und die hat mich gebissen. Ein sehr beeindruckendes Tier, wenn man sie in freier Wildbahn sieht. Und das Gerassel, das ist ganz schön laut. Aber trotzdem hätte ich es nicht gehört mit Musik drin. Ja, hier fühlen die sich wohl, ne? Und jetzt vielleicht gerade nicht, jetzt sind die Steine kalt, aber wenn das hier alles warm ist, lieben die Viecher das ja. Also, puh. Wo schaust du denn so blöd? Ja, für meinen vorherigen emotionalen Ausrutscher möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich entschuldigen. Aber ihr müsst verstehen, dass sowas in diesem Zeitraum auch mal vorkommt. Aber das geht mal eine Stunde, keine Ahnung, da hat man seinen Spinner, da ist alles Scheiße. War einfach alles Scheiße. Ja, extrem schwül, komplett nass geschwitzt, nichts trocknet. Du kannst das Handy nicht benutzen, weil deine Finger so schwitzig sind und ja, egal. Auf jeden Fall hat mich ja dann die Klapperschlange wieder ein bisschen gepolt. Ja, dann bin ich weitergelaufen und den Berg runter und dann war in den Kommentaren der App angeschrieben, stehen Wasserkanister rum, kannst du auffüllen, habe ich mich gefreut. Und das war aber nicht alles. Da war Fett Trail Magic am Start heute mit einem Triple Corona mit dem Rock, dem seinen Eltern und mit ganz viel Hotdogs,
Kaffee, Bananenäpfel, Softdrinks und ganz viel Herz habe ich mich da hingesetzt und habe mit denen gequatscht und gegessen und so weiter. Sehr geil. Da hat meine Stimmung direkt wieder nach oben katapultiert. Auch wenn der Tag vielleicht so bleibt, wie er jetzt ist, also schwül, nass und vielleicht regnet es nachher noch mal ein bisschen. Aber selbst wenn, ich kann es doch nicht ändern. Ich kann es doch nicht ändern. Ich kann nur gegenwirken. So, da habe ich ihm auch erzählt, dem Rock, dass ich oben eine fette Klapperschlange gesehen habe. Hat er gefragt, did she rattle on you? Sag ich, ja, die hat mich angeklappert. Sag ich, oh, da warst du aber nah, sagt er. Dann sag ich, so ein halber Meter, nicht mal, wenn es reicht. Ja, ich war jetzt dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde unten. Mich schön vollgeschaufelt, jetzt ist es 11:30. Habe ich direkt gleich Mittag gemacht. Und dann ging es auch direkt wieder bergauf. Also 600 Höhenmeter habe ich heute safe schon gemacht am Vormittag. Was ich Spinnweben fresse auch teilweise, ne? Ja. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg. Jetzt ist die Frage, so in 10 Meilen kommt wieder mal ein Shelter mit 3 Wasserquellen. Eine davon funktioniert. Werde ich sehen. Eine andere Option, die ich heute noch hätte, weil die Strecke heute ist halt wirklich ein bisschen armselig. Ich hätte noch die Möglichkeit, in irgendeiner Taverne 15 Meilen zu übernachten. Da kann man wohl bei dieser Taverne, also die Eigentümer lassen einen wohl hinter dem Gebäude zelten. Und da gibt es so früh auch Kaffee. Also so ein Insider. Werde ich mal sehen, wie weit die Füße und die Laune heute tragen. Ach, guck mal hier. Hallo! Ich bin wieder unterwegs hier. Ich bin fast schon wieder erwischt hier mit meinen Latschen. Wieder. Ich hoffe, ich habe von euch noch keinen gekillt. So, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht weiter. Es wird schwitzig, es wird feucht, es wird klebrig. Es wird belastend, es wird anstrengend. Es wird ermüdend. Aber drauf geschissen! Warum bin ich hier? Richtig. Mir einen Traum zu erfüllen. Um meinen Weg zu gehen, um an mir zu wachsen. Um jede Herausforderung irgendwie zu meistern, egal wie. Ja, deswegen bin ich hier. Mich selbst zu pushen. Nicht wegen jeder Kleinigkeit zu jammern. Auch wenn es was zu jammern gibt. So. Klappe zu, weiter geht's. Bis Peter. Phew. Phew. Wo Phew steht, da gucken wir doch mal hin, oder? Also das ist ein Troll. Wo soll denn da Phew sein? Schöne Bank hier, kannst du ein Feuer machen? Aber ja, nein. Weiß ich nicht, welche Aussicht sie da gemeint haben. Vielleicht vor 30, 40 Jahren mal, wo die Bäume hier noch nicht waren. Aber hier gibt es nichts zu sehen für uns. Ja, grundsätzlich, Aussicht ist heute auch wieder. Wir hatten 2, 3 schöne Punkte zum Anschauen. Nur war da wieder alles trüb und man hat nichts gesehen. Naja. Mal gewinnst du, mal verlierst du. So ist das Leben. Der Weg momentan, der sieht so aus. Also es geht, ja. Also man muss auch mal wieder ausweichen und so. Aber es ist immer noch besser als hier diese übelst dicken Dinger und dann. Phew. Ist auch so ein Phew. Ich gehe jetzt weiter. Ich trinke jetzt einen Schluck. Dann geht's weiter. Da lang. Bis dahin. So, an der Stelle muss ich einfach noch mal kurz hervorheben, wie geil die Trail Magic hier eigentlich funktioniert. Also hier, das sieht jetzt aus wie ein Haufen Müll. Das sind aber alles Kanister voll mit Trinkwasser.
Kommst hier durch, machst deine Flaschen voll, gehst weiter. Ich meine, der Parkplatz, der ist jetzt da. Oh, ich sehe doch Shooter Trail Magic da durch die Büsche durch, oder? Also ich weiß es nicht. Ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und sage, da ist wieder Trail Magic da vorne. Aber es ist geil. Du weißt genau, du hast null oder nicht viele Wassermöglichkeiten und dann sich auf sowas verlassen zu können, ist einfach überragend. Danke dafür, Trail Angels. Sehr geil. Liebe ich halt sowas. Ist so geil. So, auffüllen, gucken, ob da vorne Trail Magic ist. Ach, das macht schon den Anschein, man sieht es da jetzt nicht so, ne? Da in diese Richtung, da sehe ich schon wieder Stühle stehen und ein Pavillon und so weiter. Naja, ich mir das Abendessen spare deswegen. Ich sag zu Trail Magic niemals nein, also es fällt mir überhaupt nicht ein. Alle klar. Dann gucken wir mal weiter. In 4 Meilen bin ich zu Hause. Beziehungsweise kommt der Shelter, wo ich hin möchte. Und dann gucken wir weiter. Es ist gerade 2 Uhr. Ja, ungefähr 10 vor 2. Dann schauen wir mal. Bis dahin. So Freunde, zum Abschluss des Tages meldet sich der komische Typ hinter der Kamera auch nochmal. Ja, zuvor nochmal, als ich die Wasserkanister gesehen habe und durch die Wälder Stühle gesehen habe mit Pavillon, war natürlich wirklich Trail Magic. Also entweder hat man mal 3-4 Wochen lang überhaupt keine Trail Magic oder du kriegst es halt nicht mit oder du verpasst es immer. Oder du hast am Tag 3-mal Trail Magic. So wie es mir heute passiert ist. Einmal zum Frühstück mit dem Rock. Da gab es Hotdogs, Kaffee und Pipapo und dann bin ich 7 Meilen oder 8 Meilen gelaufen, habe ich die nächsten gesehen. Da gab es auch wieder Hotdogs und ein Ginger Ale und Banane, Apfel und heute habe ich richtig gesund gelebt. Zwar auch wieder extrem viel Zucker in mich reingeschaufelt. Wieso schwitzt denn hier die Wunde? Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist... Muss ich mal beobachten hier. Wieder weg vom Thema. Ja, Trail Magic überragend heute. Genau. Hier ist der Zelt. Wir trocknen gerade die Sachen ein bisschen drauf, weil immer noch alles klatschnass ist. Habe mich jetzt niedergelassen in diesem Shelter. Ich habe noch 20 Meilen nach Delaware Water Gap, wo ich morgen hinwandern werde, um dort eine Nacht zu verbringen, um einzukaufen, um anschließend weiterzulaufen. Ich habe mir sagen lassen, dass wir wohl noch so ungefähr 40 Meilen in Rockivania sind. Ich glaube, dass das noch ein bisschen länger geht als 40 Meilen, aber ich lasse mich gerne überraschen und grundsätzlich ist es mir jetzt auch wirklich wurscht. Also man gewöhnt sich halt auch ein bisschen dran. Ne? Das passt schon. Also mittlerweile bin ich dann nicht mehr so zornig auf die Steine. Ist so. Ja, kaum war ich hier, habe ich mein Zelt aufgebaut, bin dann runtergelaufen, weil Wasser muss man sich auch wieder hart erarbeiten. Also es geht dann 0,8 Meilen noch den Berg runter. Wasser lief aber recht gut. Ich habe jetzt hier oben fast 4 Liter Wasser. Und dann ging ich am Shelter vorbei, dann schreit jemand, hey, there's some Trail Magic. Und dann habe ich mir gesagt, ach komm, machst du einen Abstecher noch zum Shelter? Bin ich zum Shelter gelaufen, dann saßen dort 2 mir bekannte Gesichter, die ich from the very beginning of the trail noch im Kopf hatte. Der Mowgli und, also ein Trailname, ne? Der Mowgli und die Jetty, keine Ahnung, die Trailname, ja. Auf jeden Fall mega gefreut, die zu sehen, ein bisschen gequatscht und da hat halt auch jemand, ein ehemaliger Thru-Hiker, der den letztes Jahr gewandert ist, hat dann ewig aufgetischt. Der war sogar beim Burger King, bei McDonald's und hat Cheeseburger gekauft und McChicken und hat dann eine riesige Tüte mit Burgern hingestellt. Bier, Candy, also Süßigkeiten, Pipapo, auch wieder Äpfel, Orangen, keine Ahnung. Also heute 3-mal Trail Magic. Überragend. Also ich brauche mir heute auch nichts warm machen. Extrem geil. Also ich habe heute nichts gegessen aus meinem Ding. Nix, null. Also ich habe nur von Trail Magic gelebt heute. Ja gut, heute Morgen ein bisschen Frühstück, ja, aber das Instant auch kannst du nicht vergessen. Ja, und bevor ich jetzt ins Zelt gehe und es mir gut gehen lasse, wollte ich nochmal Gute Nacht sagen oder Tschüss sagen. Dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Ja, morgen geht es wieder ein bisschen früher los. Dass wir so frühen Nachmittag oder sowas dann in Delaware Gap sind. Muss nur wegen dem Zimmer gucken. Ja, und da werden wir dann morgen schön geschmeidig hinwandern.
Und dann sehen wir uns dort wieder, würde ich sagen. Denn an dieser Stelle mache ich Schluss. Schluss für heute. Ich gehe in mein Zelt rein. Oh, ich kann auch nicht mehr sitzen, ne? Sitzen, stehen, jetzt muss ich irgendwie mal was Neues machen. Jetzt muss ich liegen. Liegen. Aber vorher gehe ich noch mal kurz zum Polar. Alles klar. Gut, Freunde, dann wisst ihr Bescheid. Ich bin da, wo ich bin. Und ja, dann bis morgen. Ciao mit V.